Hallo liebe Freunde, auch wenn ich euch heute hier an der Zwickauer Mulde begrüße, wird es keine reine Flusswanderung, sondern wir steigen nachher noch ein ganzes Stück in die Höhe. Und wenn uns Petrus Holt gesonnen ist, dann schenkt er uns klare Sicht und wir bekommen ganz viel zu sehen. Also ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der Startpunkt Schule Vielau soll bei euch jetzt keine Panik erzeugen, denn es heißt nicht, wir müssten uns jetzt Nachhilfeunterricht holen. Nein, ihr könnt euch auf eine sehr angenehme Rundwanderung über Höhen und Tiefen sowie knapp 13 Kilometern freuen, welche von allem etwas parat hält. Starten wollen wir in Richtung Gartenstraße bzw. Lutherhöhe. Und diese Laufrichtung solltet ihr unbedingt einhalten. Warum nicht andersherum? Das erfahrt ihr am Ende der Wanderung. Wartet es also ab. Werfen wir noch einen Blick auf das schöne Ortsbild von Vielau mit seiner sehenswerten Peter- und Paul-Kirche und biegen links ab, unterhalb der Schule ein. Vorbei am Sportplatz, wenigen Häusern sowie der Gartensparte Wiesengrund folgen wir dem Weg, welcher bereits einiges an Aussichten zu bieten hat, beispielsweise auf die untere Hälfte von Vielau oder Friedrichsgrün mit seiner imposanten Kirche. So erreichen wir ziemlich zügig die Autobahn A72. Es lässt sich nicht leugnen, natürlich ist sie zu hören, aber daran habe zumindest ich mich nicht gestoßen, sondern beispielsweise mich am links liegenden kleinen Teich erfreut. Einen letzten Blick zurück auf Vielau geworfen und hernach dank dieses Tunnels die Autobahn zu unterqueren. Auf der anderen Seite angekommen, verlassen wir die Markierung Lutherhöhe. Dahin kommen wir später noch und biegen links ab in Richtung der Windräder. Über die Autobahn hinweg sehen wir noch einmal Friedrichsgrün und Vielau, behalten allerdings weiterhin den Kurs auf die Windräder bei. Auf der ersten Kuppe angekommen, werden wir zuerst einmal mit einem Blick in Richtung Muldetal neugierig gemacht und angefüttert. Ich spare mir jetzt an dieser Stelle allerdings eine neuerliche Diskussion über Sinn oder Unsinn derartiger Energieträger. Dieses Thema hatten wir schließlich schon, als wir um Pfaffroda bzw. dem Bielatal unterwegs waren. Erfreuen wir uns lieber der schönen Aussichten. Zumal oben am Scheitelpunkt angekommen der Blick immer weiter wird. Über die ersten Häuser von Oberhaslau kann man selbst bis hinüber auf Zwickau-Planitz, schöne Sicht vorausgesetzt, von hier schauen. In unserer Marschrichtung hingegen öffnet sich eine Ahnung von Ausblick auf das Wildenfelser Zwischengebirge, welches, wie ihr sicher wisst und wir bereits gemeinsam entdeckt haben, auch sehr empfehlenswert für Wanderungen ist. Ganz beschwingt folgen wir also diesem kleinen und fast unbefahrenen Sträßchen hinunter, quasi der Sonne entgegen. An der ersten Kreuzung wird die Aussicht in Richtung Schönau bzw. dem Tal des Wildenfelser Baches, einem Zufluss der Mulde, schon mehr als eine Ahnung. Dennoch, wir biegen jetzt rechts ab und genießen einfach nur den wunderbaren Wintertag mit all den Bildern, welche er für uns parat hält. Na, schau einer an, auch andere Waldbewohner sind heute unterwegs. Welche Freude, diesen hier zu treffen. Kommen wir tiefer, bietet sich uns ein neuerlicher Ausblick, diesmal über Schönau-Wiesenburg hinweg, in Grobrichtung Weißbach und Kirchberg. Dort findet sich mit dem Hohen Forst ein weiteres lohnenswertes Wanderziel und obendrein ein spannendes Bergwerk, welches mit der alten mittelalterlichen Bergstadt Fürstenberg verbunden ist oder besser war. Schauen wir jedoch in die andere Richtung, dann geht der Blick über Silberstraße, Wilgau-Haslau erneut in Grobrichtung Zwickau-Planitz mit seinem so markanten Wasserturm. Siehe an, das Ortseingangsschild von Schönau begrüßt uns bereits. Vorbei am Wertstoffhof Zwickauer Land folgen wir weiterhin dem Landwirtschaftssträßchen, werden von einem weiteren Waldbewohner begrüßt und bekommen wieder einmal die Qual der Wahl. Theoretisch könnten wir eventuell hier rechts abbiegen und tatsächlich ein kleines Stück abkürzen,
indem wir nämlich durch das Gewerbegebiet laufen. Dazu würde ich euch jedoch nicht raten. Besser ist es meiner Meinung nach, die zur schmalen Gasse gewordene Laufrichtung beizubehalten. Wie ihr selbst seht, führt diese uns ins Dorf hinein, geradewegs zur Niederen Mühle. Alleine zu ihr könnte ich euch jetzt jede Menge Spannendes erzählen. Zum Anschauen und Bewundern gibt es ja auch reichlich, aber Schönau hat noch viel mehr zu bieten. Wie wäre es mit der sehr markanten und interessanten Rochuskirche? Nur wenige Meter und wir können sie erreichen und bestaunen. Irgendwann müssen wir uns jedoch von dem wundervollen Bauwerk lösen und zunächst die 200 Meter zurück an die Niedere Mühle. Selbige ist zwar leider ohne Mühlrad, dafür finden wir noch den Mühlstein und jede Menge anderer Schätze. Ich bin mir sicher, auch ihr werdet eure helle Freude daran haben. Der daneben liegende Bauernhof wird ganz sicher nicht nur allen Freunden alter Landwirtschaftstechnik das Herz höher schlagen lassen. Aber es nützt alles nichts, der Weg führt weiter und wir haben gerade einmal ein Drittel geschafft. Gehen wir also die schmale Gasse mit Namen Siedlung entlang. Des Weiteren nunmehr am Rand durch den Gewerbepark, um am Ende auf der gleichnamigen Straße, nämlich Gewerbepark, das gemütliche Schönau wieder in Richtung Zwickauer Mulde zu verlassen. Selbige erreicht, wenden wir uns nach rechts und dürfen den Frieden des Feldwegs genießen. Und siehe, wir entdecken eine rote Markierung für den Wanderweg entlang der Zwickauer Mulde. Logischerweise heißt er auch Muldental-Wanderweg und diesen nutzen wir natürlich. Viel zu erzählen gibt es hier unten nicht. Ihr seht es schließlich selbst. Zur linken Seite verzaubert uns besagte Zwickauer Mulde, und zur rechten mehr oder weniger Feld oder ein kleines Wäldchen. Wird aus dem Wäldchen ein Wald, dann heißt es aufgepasst. Wir müssen hier nämlich rechts nach oben. Sicher seht ihr es an der roten Markierung am Baum. Das ist euch zu heikel? Dann nutzt zur Sicherheit die GPS-Daten von Autoactive oder Komoot. Wie immer findet ihr diese unter dem Video mit Links zum Download. Tja, nach oben. Macht euch keine Gedanken, es geht wirklich sehr moderat auf und ab. Viel schwitzen muss man hier wirklich nicht, sondern kann Wald und Zwickauer Mulde genießen. Ins Schwitzen könnte man allerdings kommen, wenn man links den unscheinbaren Abzweig verpasst. Wer jedoch genau Acht gibt, und dazu muss man nicht unbedingt Winnetou oder Old Shatterhand sein, dem wird die rote Markierung natürlich auch hier ins Auge stechen. Eins solltet ihr an dieser Stelle jedoch, nämlich ein wenig beweglich und sicher auf den Füßen sein. Obwohl offizieller Wanderweg geht es ziemlich steil abwärts bis an dieses Bächlein und um darüber zu kommen, hilft nichts anderes als ein kühner Sprung. Um die ganze Sache dann auszugleichen, geht es, fast logisch, drüben entsprechend steil wieder nach oben. An mir seht ihr es jedoch, man kann es tatsächlich heil überstehen. Und so führt unser Wanderweg hindurch unter der Hochspannungsleitung mit kurzem offenen Blick hinunter auf die Mulde bzw. aufs gegenüberliegende Silberstraße. Ein kleines Stück müssen wir noch durch den Wald und siehe, wir stoßen auf ein weiteres Hinweisschild. Unser nächstes Grobziel, die Lutherhöhe, ist relativ nahe. Gehen wir also um die Wald- bzw. Feldecke herum und landen auf dem Ausläufer des Reutgrabens. Und was sagt ihr jetzt? Nunmehr warten für die nächsten Kilometer die versprochenen Aussichten in alle möglichen Richtungen auf uns. Hier erneut über den hinteren Teil von Silberstraße hinweg, grob Richtung Kirchberg, sprich westliches Erzgebirge. Zugegeben, ein klein wenig müssen wir jetzt doch nach oben kraxeln, um die Friedrichsgrüner Straße zu erreichen. Dafür werden die Anblicke immer schöner, anders schön sozusagen.
Die Friedrichsgrüner Straße ist erreicht und gleichzeitig der obere Ortsrand von Silberstraße. Zeit zum Luftholen. Wir dürfen zunächst auf der Straße 200 Meter abwärts gehen und werden erneut mit sehr angenehmen Bildern belohnt. Sogar die Laurentiuskirche von Kulic ist von hier gut zu erkennen und vieles mehr. Auf der anderen Seite ist inzwischen der Blick völlig offen, erneut in Richtung Westerzgebirge. Doch träumt nicht so angesichts der Fernsichten. Ich sagte doch lediglich 200 Meter. Denn wir müssen rechts hinein in den Bergweg. Hier oben zu gehen empfand ich als wahre Freude, Genuss und Entspannung pur. Bis wir erneut achtsam sein müssen. Ein weiteres Mal führt uns ein kleiner Waldweg, natürlich wieder rot markiert, nach oben. Zum Glück nur 300 Meter und das Wäldchen lichtet sich neuerlich und ein ganz neuer, nicht minder schöner Ausblick wartet auf uns. Ihr seht es selbst. Nicht nur die Autobahnbrücke der A72, welche hier über das Tal der Zwickauer Mulde führt, liegt vor uns. Nein, auch die altehrwürdige Industriestadt Wilkau-Haslau. Hier gab es dereinst sogar eine Schokoladenfabrik und den Ausgangspunkt der Schmalspurbahn nach Karlsfeld. Übrigens die erste schmalspurige Eisenbahn in Sachsen, liegt uns zu Füßen und am Horizont unter anderem erneut Planitz, dereinst eingemeindet nach Zwickau. Drehen wir uns jedoch um und gehen einige Schritte zurück, dann wird uns ein weiteres Mal das wunderschöne Erzgebirge geboten. Kein Wunder, denn dieser Punkt heißt schließlich der Erzgebirgsblick. Und jetzt, wir haben einen herrlichen Ausblick, dazu eine Bank. Klar, Picknick wie im Kino. Gesättigt mit Bildern und unserer Marschverpflegung warten noch weitere 4,5 Kilometer auf uns. So folgen wir der roten Markierung, welche uns am Baum gewiesen wird, entlang dem mehr oder weniger guten Feldweg. Die neuerlichen Blicke auf das gegenüberliegende Harra bzw. Neuharra über die Mulde hinweg bis Richtung Planitz haben mich zum wiederholten Male regelrecht beglückt. So macht Wandern Spaß. Oder wie empfindet ihr das? Ein wenig kompliziert wird es, kommen wir auf die nächste Wegeskreuzung. An dieser Stelle machen sich erneut die GPS-Daten bezahlt. Denn wir müssen wenige Schritte den breiten Feldweg nach rechts und, zumindest bei meiner eigenen Tour, am Boden liegenden Pfahl mit der roten Markierung folgend, dem eher unscheinbaren und kleinen Feldweg anschließend links folgend. Dabei sollten wir das Wäldchen ständig zur Linken haben, dann kann nichts schief gehen. Und bei erneut angenehmen Bildern bzw. Eindrücken landen wir schließlich am Komplex Lutherhöhe. Zu DDR-Zeiten war hier ein Ferienlager, jetzt gehört es der Diakonie. Aus welchem Anlass die Lutherhöhe ihren Namen genau erhielt, konnte ich bisher nicht herausfinden. Vielleicht weiß es jemand von euch. Ob es einen Zusammenhang mit einem früheren Rüstzeitheim und dem evangelischen Glauben und der Martin-Luther-Tradition gibt? Wer abkürzen möchte, hätte hier die Chance, nämlich die asphaltierte Straße nach oben Richtung unserem Ausgangspunkt Vielau. Wer neugierig auf die gesamte Runde ist, der folge mir. Und wir verlassen dieses, von der Lautstärke abgesehen, idyllische Grundstück und siehe, wir stoßen auf die nicht zu überhörende Ursache des Lärms, die A72. Dieser müssen wir wohl oder übel reichlich 100 Meter leicht abwärts folgen. Diese unterquert bietet sich immerhin ein großartiger Blick über die Mulde hinweg auf Wilkau-Haslau. Habt ihr genug geschaut, wartet ein ziemlich deftiger Abstieg auf uns. Wir steigen auf diesen angenehmen Weg, nämlich hinunter, erneut in Richtung Zivilisation. Glücklich unten an der Grenze zwischen Wilkau-Haslau und Vielau gelandet, harret die Hauptstraße nun unserer. Und wohl oder übel, 300 Meter müssen wir diese rechts nach oben folgen. Auf der linken Seite erkennen wir schließlich eine kleine schmale Zufahrtsstraße. Zeit für eine neuerliche Entscheidung. Entweder weitere reichlich 1,5 Kilometer Hauptstraße bis zum Ziel Schule Vielau oder, was ich euch empfehlen würde, links in den Eichelberg abbiegen.
Seinen Namen als Berg macht er tatsächlich alle Ehre. Was wir vorhin steil heruntergekraxelt sind, dürfen wir nunmehr wieder hoch. Erlösung ist noch nicht in Sicht, auch wenn der Name Mühlenweg Flussnähe suggeriert. Denkste, wir biegen auf diesen Mühlenweg rechts ab und, was sehen wir? Weiter geht es nach oben. Und ich kann euch versprechen, frieren muss hier niemand. Dafür ist die Siedlung ziemlich angenehm und der Anblick beim Umdrehen versüßt den Anstieg auch ein wenig. Irgendwann ist das Ende zu sehen, sowohl vom Anstieg als auch von dieser verträumten Siedlung. Dem Asphalt sagen wir zunächst Ade und weiter geht es übers Feld. Erste Aussichten in Richtung Friedrichsgrün kommen ins Sichtfeld und wir sind tatsächlich wieder auf offenem Feld mit viel Ruhe. Hier oben wartet wie versprochen eine wirkliche Belohnung auf uns. Zum einen dieser schöne Blick zurück aufs Erzgebirge und dann liegt uns zu Füßen das Panorama über Wilkau und ganz Zwickau hinweg. Ich war einfach nur fasziniert. Entspannt dem Feldweg folgend schaut zur Rechten irgendwann der obere Teil von Vielau heraus und wir stoßen letztlich auf den Tierheimweg. Selbigen zu überqueren und Richtung Wald zu gehen, würde ich euch empfehlen. Am Vielauer Wald angekommen gibt es da Möglichkeiten viele, denn in diesem kleinen Wäldchen kann man vorzüglich spazieren gehen. Für uns soll es jedoch heute genug sein mit weiteren Haken. Infolgedessen lenken wir unsere Schritte am Waldbeginn rechts in diesen kleinen Pfad hinein. Ein kurzes Stück Wald, aber ausgesprochen schön, wie ich finde. Letztlich landen wir am Ortsrand von Vielau und nutzen die neue Straße. Auf dieser durchqueren wir diese kleine angenehme Siedlung hinein in den Kreisverkehr und quasi weiter dem Straßenverlauf folgend nach unten. Wiederum mit prima Ausblick aufs gegenüberliegende Friedrichsgrün. Ihr fragt euch, was da noch war, weshalb wir unbedingt diese Laufrichtung einhalten sollten. Richtig? Seht ihr die Gefahr der Verführung? Die Brauerei Vielau, wer weiß, vielleicht kann der eine oder andere nicht widerstehen und kommt von hier überhaupt nicht weiter. So können wir uns bei Bedarf jetzt belohnen oder einfach an den letzten Metern mit dem auf der linken Seite liegenden gemütlichen Komplex erfreuen, ehe wir an unserem Ziel der Grundschule Vielau landen.